of the game. It's a rich thing. Hallo zusammen, heute packen wir gemeinsam das Galaxy Note 20 Ultra 5G aus. Unser Taschenmesser ist bereit. Es handelt sich um die 256 GB Variante in Mystic Bronze. Das Siegel ist noch nicht durchgeschnitten. Hier sehen wir den Schriftzug Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Lasst uns das Siegel durchschneiden. Und zwar jetzt. Deckel anheben. Innerhalb des Deckels ist eine weitere Box. Diese enthält das SIM-Eject-Tool. Sowie ein Quick Start Guide. Lasst uns mal durchblättern. Sowie die Warranty Card. Weg damit, lasst uns das Gerät anschauen. Wow, es begrüßt uns. Wir ziehen an der Lasche und es steckt fest, aber wir haben es geschafft mit ein bisschen Kraftaufwand. Da haben wir das gute Stück. Es glänzt noch. Schauen wir uns ganz kurz die Rückseite an, um die schöne Bronzefarbe zu sehen. Oh, sieht wirklich klasse aus. So, nun aber kurz zur Seite legen. Ja, wir haben da einen Jenga-Turm schon. Und schauen wir uns den restlichen Inhalt an. Wir haben einen Papiertrenner. Der kommt weg und wir sehen den Inhalt. Wir haben einen Super Fast Charger. Sowie einen USB Typ C Eingang. Und dieses Netzteil lädt mit maximal 25 Watt. So, weiterhin haben wir hier einen Papptrenner. Dieser beinhaltet nichts, ist also leer. Zur Seite damit. Dann haben wir hier das Ladekabel. Wir holen es mal schnell raus. Es handelt sich hierbei um USB Typ C auf USB Typ C. Zu guter Letzt haben wir wahrscheinlich noch die AKG kabelgebundenen Kopfhörer, auch natürlich mit einem USB Typ C Eingang. Und verschiedene Ohraufsätze, sehe ich gerade dadurch. So, das war's zum Unboxing. Kommen wir zum Gerät endlich selbst. Hier haben wir das Gerät von der Seite. Wir sehen den Power-Knopf sowie die Lauter-Leise-Wippe. Wie mir scheint, haben wir hier eine Schutzfolie drauf, wieder ab Werk. Das macht Samsung ja seit einigen Generationen. Bitte diese Schutzfolie nicht abmachen. Das ist eine kostenlose Gratisbeigabe. Warum sollte man diese nicht annehmen? So, auf der Unterseite haben wir eine weitere Folie drauf. Den USB Typ C Eingang, Lautsprecher, den S-Pen
Die linke Seite ist blank, da sind keinerlei Knöpfe oder auch kein SIM-Schacht. Dieser befindet sich nämlich oben auf der Kopfseite. Da haben wir den SIM-Einschub sowie ein Mikrofon. Diese Rückseite, diese Farbe, da hat sich Samsung wirklich selbst übertroffen dieses Jahr. Es gefällt mir einfach nur. Hier haben wir den mächtigen Kamerablock. Dieser beinhaltet die 3 Sensoren sowie einen Laserfokus und das Blitzlicht. Und es steht schon ziemlich weit heraus. Oh ja, es kommt wirklich sehr, sehr deutlich aus dem Gehäuse raus, aber das stört mich nicht. Ich finde das wirklich ein klasse Designelement. Da ist der Laserfokus. Also das Gerät liegt wirklich sehr gut in meiner Hand. Hier sehen wir den Bereich, den mein Daumen abdeckt. Ich komme sehr, sehr gut an den Ein- und Ausschaltknopf sowie an die Leiser-Taste. So, holen wir mal den S-Pen raus. Der hat dieses Jahr eher eine Reaktionszeit von 9 Millisekunden, was wirklich klasse ist und was ich auch testen werde. Ist ganz schön leicht. So, zurück in deine Behausung. Die Folie kommt ab. Ruhe bitte. Oh ja. Jetzt haben wir die Rückseite und die Farbe in voller Pracht. Dieses mattierte Glas ist wirklich sowas von angenehm. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Das Gerät fühlt sich solide an, keinerlei Hohlraum, wirkt einfach nur massiv. Und hier haben wir es im Lichtspiel, guckt euch das an. Ja, der Kamerablock ragt ziemlich weit raus, aber wie gesagt, das stört uns nicht. Ich mag dieses kantige Design, dieses kantige, boxige Design mit den abgerundeten Seiten. Es sieht einfach nur geil aus. Und es fühlt sich auch geil an. Das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und im nächsten Video geht's weiter mit der Einrichtung des Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Bis dann, macht's gut.